Okay, alles klar. So, bist du ready oder was? Ja? So, herzlich willkommen zu einem neuen Firma, der... Jo, gut, sehr gut. Wir beginnen hier eine neue Videoreihe und zwar handelt es sich um ein neues Projekt, was wir mit unseren Mitarbeitern hier zusammen machen. Das Auto gibt es schon ein bisschen länger, habe ich schon ein bisschen länger im Besitz, hat vielleicht schon der eine oder andere gesehen. Und ja, ihr werdet im Laufe des Videos noch ein paar Sachen dazu sehen, ein bisschen mehr erfahren, was machen wir damit, was haben wir vor. Und ja, das ist auf jeden Fall das Auto. Wir haben das Auto jetzt gerade mal aufgebockt. Wir gucken uns das jetzt hier mal ein bisschen zusammen an und erzählen mal so ein bisschen, was haben wir jetzt hier überhaupt eigentlich genau vor. Also wir sind gerade dabei, hier das Ding so ein bisschen umzubauen. Ich habe vor ganz langer Zeit, als ich die immer besorgt habe, wie das halt ist, abends bin ich auf Kleinanzeigen unterwegs, ne, ein bisschen langweilig, scrollt da ein bisschen durch, was findet man so, habe ich hier einen Golf 5 GTI gefunden, wie wir vorhin schon erzählt haben. Ja, und natürlich zufälligerweise auch noch eine Golf 6 Hinterachse. Und dann habe ich mir gedacht, komm, die kaufst du einfach mal, probierst du mal wieder einzubauen. Und ja, Hinterachse drin. Und jetzt wollten wir eigentlich zuerst den Golf 6 R-Tank mit einbauen. Und zuerst war aber die Überlegung, dass wir uns ein Track-Tool aus dem Auto bauen und ein bisschen auf dem Nürburgring zu fahren. Aber da wir hier viele Viertelmeile und halbe Meile Fahrzeuge haben, hatten wir uns gedacht, wäre es ja viel cooler, unser eigenes Firmenprojekt zu machen und halt ein bisschen mit dem Golf zu fahren. So, aber das können ausschließlich alle unsere Mitarbeiter benutzen. Jeder, der daran mitbaut, ist natürlich beteiligt am Projekt. Und ja, also, ne, Allradumbau sind wir gerade dran. Jetzt sind wir gerade die ersten Schritte dabei, uns einmal einen neuen Tank zu bauen, weil wir haben uns überlegt, wir lassen den nicht drin, weil das wäre eigentlich zu schade, den zu verbauen, weil wir wollen sowieso später mit Ethanol fahren und so weiter und so fort. Wir brauchen gar nicht so ein großes Tankvolumen, 20 Liter reichen uns völlig aus. Deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, wir besorgen einen Tank, den wir hier hinbauen, machen hier vorne die Batterie hin mit dem Batteriekasten und werden dann da auch die ganzen Pumpen mit anbauen, weil der Auspuff wird sowieso nicht mehr unterm Auto hergehen, der kommt vorne aus der Haube raus. Und ja, jetzt nehmen wir gerade noch ein paar Maße, weil wir wollen auch den Wasserkühler nach hinten bauen, dass wir im Prinzip vorne die Front so möglichst leer haben, wie es irgendwie nur geht. Werden die wahrscheinlich auch komplett zumachen aus aerodynamischen Gründen. Und ja, jetzt messen wir hier mal ein bisschen was, basteln mal ein bisschen was zusammen und ich hoffe, beim nächsten Video haben wir schon wieder ein paar neue Teile hier und können noch mal ein bisschen mehr zeigen. Können wir die Kamera eben noch mal rausnehmen kurz? Sagen Sie sich im Kopf, Welt? Ja. Ach komm, das ist doch gut fürs Video. Es gibt Klicks. So, ich überlege gerade, ich glaube, wird ja vielleicht sogar Sinn machen, wenn ich schon mal den Golfkopf auseinanderbaue, oder? Oder brauche ich mich jetzt unbedingt hier, um Hitzeschutz abzubauen? Ja, ich hätte gerne, dass du mit der Hand hältst. Mal ganz kurze Frage, wenn wir das Ding befestigen, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir das mit dem Laser machen, ne? Was denn? Wegen Was befestigen? Ausrichtung. Achso, hier für die Höhe wegen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber. Eigentlich brauche ich für eine Endposition sowieso Motor und Getriebe drin. Wir könnten ja theoretisch einfach mal einen Block zusammenstecken mit dem Getriebe. Wir haben Getriebe haben wir noch hier. Wir haben gerade gar keinen DQ250 mit Winkeltrieb, ne? Nur ohne. Ich glaube, ich habe einen Frontwheel Drive. Also in Polen, da gibt es ein Dorf. oder so. So, was am allergeilsten wäre es eigentlich, wenn wir alle Leitungen, alles aus dem Holm rausziehen, ne? Das brauchen wir alles sowieso nicht mehr. Und ziehen direkt alles bis nach oben neu durch. Hier kommst du auf jeden Fall dicker durch mit einer Teflonleitung. Und wenn wir das vorher aufschneiden, dann machst du so ein Blech zum Verschrauben halt einfach rein, falls hier wo nicht dran kommst, kannst du wenigstens durchschieben da oben. Ich baue hier auch auf gar keinen Fall alles wieder an Hardline wie bei meinem Audi. Das war so eine Scheiße. Ja, Teflonleitung einfach. Ja, Teflonleitung vorne hinten fertig. Geht ja, also. Funktioniert ja, machen wir bei jedem Porsche so, also. Ja. Außer wir haben Karte, das kann ich sagen. Ja, dann einmal die Nummer eben raus, ne? Dass wir das Blech da rausbekommen. Guck jetzt auf dem Rost, Markus. Ja.
jetzt? Okay. Oh, geiler Sip. So. Ja, das schmeckt. Ja, das Einzige, was bleibt. Ne? Aber da kann man ja eine einfache Platte drüber machen. Da macht man einfach noch 2 Hülsen. Diese Verlängerung haben wir doch diese langen 6er Muttern. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Die würde ich einfach da draufschrauben, einfach eine große Platte drüber machen. Schon hast du einen Hitzeschutz dafür. Aber brauchen wir eigentlich sowieso eigentlich nicht. da ist ja Eigentlich nichts brauchen wir sowieso drunter, nicht. was Stimmt. warm Ja, ist, also- vergiss es. Ja, Quatsch. Und ich glaube, viel leichter als hier so ein Plastikding werden wir auch nicht mit einem Alublech oder so, was wir da brauchen. Billiger. Würden. Also. Schrott. eBay Kleinanzeigen. Weißt du, was das hier ist? Lambda. Das ist Schrott in die Fresse. Das ist ja alles Schrott hier. Lambada-Sonde. Aber mit Cybex fahren wir nur Vorkart, ne? Wir fahren nur Vorkart, ja. So. Wo ich ja echt Bock drauf hätte, wäre hier für einen geschlossenen Unterboden bauen, ne? Das finde ich auch Ja, cool. weil wenn wir damit Aus später Alu mal- einfach irgendwie 1 mm oder so Alu. Ja. Kühler klassisch, vorne rein und dann staut sich die Luft im Motorraum. Dann machen wir vorne ein Gehäuse, das nach unten geht, im Boden dann über. Ja, das haben Markus nicht gerade ausstellen gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt die Schlossträger, ob es überhaupt Sinn macht, den zu behalten. Oder ob wir nicht gleich quasi wie so Cube-Frames, sag ich jetzt mal übertrieben gesagt, machen. Ne? Oben nur ein gebogenes Rohr, wo wir die Scheinwerfer dran aufhängen und quasi nur so ein paar Laschen, um einen Kühler reinzuhängen. Und unten würde ich auch nur eine Versteifung bauen. Mehr brauchst du im Prinzip nicht. Wir fahren ja ohne Klimakühler, ohne Ladeluftkühler. Wir machen uns so einen Wasserladeluftkühler irgendwo oben, dahin, wo sonst der Luftfilterkasten ist. Ja. Kann man noch 2 kleine Ölkühler hinsetzen. Für Motor Genau, die würde ich im Prinzip beide dahinter setzen, dann, nur dass hier der Wasserkühler sitzt, der Ölkühler dahinter, fertig. Wir brauchen ja auch keine Lüfter und nix. Wofür? Ja, Das Ding geht an, der läuft 10 Minuten warm und dann kriegt das Ding Launch. Das Einzige, was cool wäre. Gut, über Kühler brauchen wir uns eigentlich keine so großen Gedanken zu machen. Nein. Sonst, dass wir irgendwie so Hutzen hätten für Abluft. Ja, das habe ich ja gemeint. Ach Ja, so, ja, können wir mehr bauen. Geführt ist, Können wir uns ja bauen nach unten. Ist jetzt ja kein Einfach ein Hexenwerk. Loch in den Unterboden, dann da an der Stelle, Genau. wo dann Abluft. Oder Wir nach können- oben. Wir können natürlich auch ganz krass sein und wir bauen den Wasserkühler nach hinten. Das wäre. Dann hast du vorne nämlich ultra viel Platz. Dann brauchst du das Ding nämlich einfach gar nicht. Finde ich gar nicht kacke eigentlich. Also im Kofferraum. Genau, können wir mal Kofferraum machen. Wir können hier hinten ja im Prinzip stehend hier hinten ja reinmachen, hier hinten liegend reinmachen und führst die Luft einfach da durch. Dann führst du die nach oben wieder raus. Ist ja kein Problem. Können wir den Heckdeckel einfach wieder rausführen. Und ziehst anderes runter. Ja. Ist doch egal. Also Betätigung. Du trittst ja quasi nur die Bremse, dann machst du quasi zu und gehst wieder runter. Dann entspannt ihr nämlich hinten die Bremsbacken wieder und vorne bleibt immer noch betätigt. Ja, Weil du genau. sperrst dann ja quasi nur vorne den Hahn ab. Ja. Da kannst du ja im Prinzip bauen, wie du willst. Kannst auch, dass du hier einfach nur einen Hahn machst, dass du also nach hinten einen Hahn machst, dass du den zumachst, dann Bremse trittst, dass der hinten gar nicht betätigt, sondern nur vorne betätigt. Da kannst du ja machen, wie du willst. Das wäre eigentlich super geil, wenn du einen Hebel hast, da und kannst du mal nach vorne oder nach hinten ziehen, dann machst du erst vorne, Das vorne wär- warm, das wär cool, dann ja. bleibst du stehen, machst den Hebel nach hinten, und an hinten Burnout. Das wäre. Ein ABS-Block deswegen. Stimmt, das wäre natürlich. Obwohl, wenn Cybex drin ist, interessiert ihn das eigentlich nicht mit Traktionskontrolle und sowas. Weil jetzt normalerweise, wenn jetzt ein originales Motorsteuergerät drin hättest, würde er ja merken, dass er hinten ja eine Abweichung zu vorne hat. Dann würde er sagen, okay, hier stimmt was nicht. Aber wenn du Cybex drin hast, den interessiert das gar nicht. Es kommt dem Motorsteuergerät ja gar nicht an, weil das ist ja eigentlich gar nicht vorhanden. Müsste hinkauen, das wird ein Müsste eigentlich funktionieren. Ja. Regeln. Am wenigsten Umbaumaßnahmen. Ja, gut sein, dass es geht. Dann müssen wir nur alle 4 Bremsleitungen wahrscheinlich einmal in den Innenraum, da Hebel, dann zurück und dann einfach, also quasi an irgendeiner Stelle, wo alle 4 sind, einmal alle 4 nach innen, Ja. durch so einen Hebel, also durch so ein Ventil durch, dann wieder zurück und dann, Sich halt die Kreise aufteilt. Vorderachse, Hinterachse. ja. Boah, ich merke schon wieder, es wird wieder viel mehr. Ja, als das ist geplant. bestimmt mal eben
dann sind bestimmt 2 Nachmittage hier, aber. Also, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir den Tank da mal rausgefriemelt bekommen. Und dann mal messen, ne? Ja, Tank am besten einmal raus, dann fahren wir mal runter und dann können wir mal gucken, wie wir dann von da aus. Wie viel Liter brauchen wir so? Ich hätte gesagt 20 Liter. So viel nicht, ne? Ja, 20 Liter mehr hätte ich nicht gemacht. Salvatore fahren wir auch mit 20 Liter Tank. Ist die Frage, ob uns nicht sogar eine Seite reicht. Also das ist natürlich gewichtsverteilungsmäßig. ein bisschen Nee, knapp, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir einen ganz langen Tank machen, so Ach so, einen aber flachen. flach. Einen flachen, mit nach hinten die Anschlüsse und quasi und dann rechts und links neben den Tank, ne, wenn er so rausgeht, da die Pumpen dann quasi daneben bauen. Ja, okay. Dass man quasi wie so eine Spirale hat, dann führt man das vorne wieder zusammen und dann läuft das nach vorne einfach durch. Dann müssen wir uns nur irgendwie überlegen, wie wir das hinbekommen, dass da auch immer Benzin ist. Also ich meine, gut, wenn wir hinten sind beim Beschleunigen ist schon mal gut. Ja, ich würd die machen so wie, das ist ja im Prinzip ja ein platter Tank und dann ist der so gekippt nach unten bei Salvatore. Ja. So, und dann hat der unten ja quasi die Anschlüsse dran. Ja. Wir können das ja auch nicht ganz gerade, der kann ja auch einfach ein bisschen schräg sein, dann läuft sowieso der Sprit immer nach hinten. Wir können den Tank auch schräg bauen. Ja, sag ich ja. Ja, ich meine, ob jetzt, ist ja auch egal, ob wir jetzt ein Blech genau rechteckig haben oder so ein trapezförmiges Ding oder so, ist ja scheißegal. Ich sag mal so, das Einfachste ist, ich würde mir Per einmal mit dazu holen, dann soll der das im Prinzip einmal zeichnen, dass wir das wie schon auf der Kantbank machen können. Dann macht Matthias das uns eben drüben fertig, der lasert das, der kannte das uns direkt und wir schmeißen das einmal durch, bis wir fertig damit. Ja. Also ich würde jetzt hier keine 5 Stunden nicht in den Schleifraum stellen und dann Bleche und da habe ich gar keinen Bock drauf, vergiss das, Junge. Dann würde ich den auch wirklich aus Alu machen. Dann Ja. teste ich mich nochmal ran, dann kriege ich das auch geschmeißt. Ja. Und dann können wir ja einfach mit Wasser befüllen oder so und gucken, ob es dicht ist. Einmal einen Drucktest machen, einmal einen Drucktest machen und dann ist gut. Und Anschlüsse da rein und so, das können wir ja auch alles schweißen. Das Ja. ist ja auch kein Thema. Ja, dann würde ich mal sagen, raus damit und dann mal ein paar Maße ziehen, ne? Ja, ne? Mhm. Wie viel Platz ist das da in der Mitte nicht? Weil theoretisch können wir. In der Theorie können wir auch 2. Ja, dann das wird vom Bauen natürlich auch immer Das Kacke komplizierter. dann eben Ne? im Tank mit von einer Seite auf die andere Ja. rüber fördern Wenn und wir so. gleichzeitig klein bleiben, Ja. ist noch beschissener. Obwohl eigentlich wäre es ja egal, wenn wir die gleiche Anzahl von Pumpen auf beiden Seiten haben. Ja. Nur das Einfüllen ist halt doof, ne? Man muss ja irgendwie so einfüllen können, dass das genau in beide reingeht. Ich kann sagen, da musst du halt genau in der Mitte so ein. Aber das Muss genau aber zu mal- treffen, da muss dann aber muss mal ja genau auch sagen, mittig einfüllen. Genau, Sag ich ja, muss ja immer genau ganz mit so einfüllen. einfach. Oder du hättest dann ja mal 2. Du hättest quasi rechts und links eine Öffnung und oben eine Zusammenführung. Das ist auch doof. Wäre mal komplizierter zu bauen. Voll Tank Oder wir schlagen das Blech hier nach oben. Sind die vielleicht, oder? Wir können auch Tank, Batterie. Ja, wir können einfach den Tank da und dann die Batterie dahin machen. Oder so, noch einfacher. Ja. Also eine Batterie, wir können die gerne mal wiegen, das sind bestimmt 15, 20 Kilo. Dann kommt aber das auch vom hier Gewicht auch her rein, hin. theoretisch. Und hier haben wir, also hier kriegen wir einen ganz entspannten 20, 30 Liter Tank hin. Auf jeden Fall. Ganz entspannt. Wenn wir das Blech hier raustrennen, drehen das einmal komplett Abgesehen um, davon dann habe ich machen auch wir es nach oben lieber, weg. lieber hinten eine schwere Batterie drin mit einem schweren Tank, damit das Gewicht sich gleichmäßig verteilt und noch genug Gewicht auf der Hinterachse hast. Ja. Das hat er hinten 100 Kilo drauf oder was? Ja, gar nichts. Bringt ja Also gar nichts. deswegen, ich glaube, es wäre echt, also wenn wir echt den Wasserkühl dann nach hinten bauen, dann ist das, glaube ich, auch von der Gewichtsverteilung am Schluss mega geil. Da ist das fast 50-50. Meinst du, wie fett der losfährt? Mega geil. Obergeil! Ja, oder? Also hätte ich jetzt gesagt, ist so das Einfachste. Aber dann können wir hier wirklich einfach einen viereckigen Kasten ran. Ja. Und hier Batterie, da basteln wir uns auch einfach irgendein Blech für, wo wir die reinstellen. Ja, theoretisch kannst du ja so ein reines Blech bauen, was du hier ungefähr bemaßt. Und bohrst das, schneidest das von oben einmal durch, klappst das Blech 4-mal nach hinten und verschraubst das dann. Oder haben wir nicht sogar noch... Sag ich ja. Du ja. schneidest hier Nee, so beides eine bei Öffnung dir, rein Tank. und klappst das dann rein. Haben wir nicht vielleicht sogar noch diesen Plastikkasten für die Batterie, wie wir das bei dem schwarzen Golf drin haben? Bei den Golfs, ja, können wir theoretisch einfach kaufen vom Golf 5 Aber was, wenn die 32 nichts oder kostet, so. dann können wir die auch einfach... Das ist dazu jetzt Hier alle reinsetzen. einfachste. Eigentlich haben wir hier vorne ja Platz, wenn die Batterie und so nicht mehr mitfährt.
Und ich hatte eigentlich die Idee, den Wasserluftkühler einzubauen. Wir brauchen ja im Prinzip ja nur das Netz davon. Man kann sich einfach ja Kästen selber bauen, theoretisch. Das ist nicht besonders schwierig. Das haben wir schon mal gemacht. Bei irgendeinem so GT3, wenn er Wasserluftkühler ausgebaut ist, so 100 Jahre her. Also, womit fangen wir denn an? Also heute erstmal Tank, richtig? Ja, Tank. Ja. Tank und die Klappe dann, denke ich mal, ne? Oder schon mal gucken, wo wir die hinmachen, die Klappe. Hier. Alutank bauen, gegebenenfalls Klappe Innenraum, das für den Innenraum die Klappe, oder da setzen wir den genau. Achso, nein, wir setzen den genau, genau, der steht in den Innenraum rein. Der steht in den Innenraum rein. Ja, und sonst müssen wir mal gucken wegen Batteriehalter, dass wir da auch schon mal ein paar Maße nehmen, dass wir uns wieder ein paar Bleche kanten lassen bei Matthias. Loch können wir heute eigentlich auch schon schneiden. Ja, wäre gar nicht blöd, dass wir schon mal ein paar Fixpunkte setzen dafür. Ja. Dann wissen wir schon mal, ob das überhaupt Sinn macht, die auf den 90 zu kanten, wieder 90 Grad oder nicht. Ja, und sonst wäre eigentlich heute wichtig noch Bremsleitung. Wenigstens gucken, Musterleitung bauen. Weil ohne Hinterradbremse ist ja scheiße. Fuß rausstellen. Ja, und Dummy-Motor, da müssen wir uns eigentlich auch mal als nächstes drum kümmern, weil ohne Dummy-Motor geht natürlich gar nichts. Ne? Also wenigstens mal Kopf drauf, Ventildeckel drauf. Ja, also ich habe noch einen 1.8T-Block habe ich noch im Lager stehen. Das ist vom A4B5, aber es ist eigentlich völlig Latte, weil die Blöcke sind alle gleich auf 2 Liter oder 1.8T. Ich habe noch ein DSG-Getriebe, das können wir noch dran stecken, können wir uns wirklich schon mal alles reinhängen. Schon mal wegen Krümmer und so einem Scheiß. Winkeltrieb müsste ich mir noch mal, schreibe ich mir noch mal auf, muss ich noch unbedingt einen besorgen, weil sonst können wir dir natürlich den Punkt, den Aufhängungspunkt der Kaderwelle nicht festlegen. Das sollte natürlich auch immer bald passieren. Weil wenn wir einen geschlossenen Unterboden bauen wollen, wäre das natürlich schon toll, dass die möglichst weit oben ist. Dass wir da nicht in Bredouille kommen. Ja, ist halt aber scheiße, wenn du natürlich jetzt einfach nur nach ganz oben setzt und hast dann da voll den Winkel drin. Das ist natürlich super schlecht für die Kraft. Das finde ich gar nicht geil. Nach Hause da mal das Lager kaputt. Nicht so cool. Ja, aber ich würde mal sagen, bestimmt für die Hälfte hier brauchst du auch einen Dummy-Motor. Ja. Also das sind so im Prinzip die grundlegenden, also das Grundlegendste definitiv ist Dummy-Motor, weil ohne den können wir gar nichts anfangen zu bauen. Ja, Ladeluftkühler und so haben wir uns ja schon rausgelegt. Ein paar Teile haben wir schon zur Seite gelegt. Ja, ich meine nur deswegen, dass wir wegen dem Schlossträger, dass wir gucken können, wie weit wir den wie weit wir den rausziehen müssen noch, ja. Oder wo wir die Befestigungspunkte machen. Am besten halt immer Gewicht möglichst weit Richtung Achse. Ne? Das ist halt wirklich, dass du halt keinen nirgendwo Überhang hast. Das fährt sich auch später sonst scheiße. Nee, ich sag mal nur, wegen der Form auch und so, dass wir da auch die Halter vernünftig machen, dass wir, wenn wir die Rohre machen, dass wir dann auch die Halter haben, dass wir wissen, wo wir den Ladeluftkühler ungefähr positionieren. Ne? Ja, mal gucken, ob wir das dann jetzt Luft, aber ich denke mal, wir machen ja wahrscheinlich Wasser. Das ist das Einfachste, immer nur Tank aufmachen, ablaufen lassen. Man kann ja Fuchs trotzdem nach vorne hinhängen, ne? Ja, klar. Das ist ja die beste Wäre geil, wenn wir das, wie gesagt, ohne Schlossträger dann. Ja, und dann quasi als Frontmaske dann ja nur das Wasserkühl-Ladeluftkühlersystem da reinhängen, als eigenes System, dass man das immer rein und raus machen kann, um das zu entlüften oder neu zu befüllen. Das wäre natürlich genial. Ja, aber ich sag mal so, für heute ist ja klar, wir machen uns sowieso erstmal Tank, Batteriehalter, gucken wegen Bremsleitung. Ja, so, und dann gehe ich gleich schon mal ins Lager und gucke schon mal eben, dass ich schon meinen Dummy-Motor da raushole. Getriebe, kann man gucken. Ich habe bestimmt noch irgendwo eine Kiste mit Schrauben und so ein Scheiß. Schrauben wir den mal zusammen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Motorlager und Getriebelager für 2 Liter TFSI. Theoretisch könnten wir heute sogar noch einen reinhängen, wenn ich alles finde. Das wäre gut, ne? Das wäre was, ja. Dann sieht das nämlich auch schon mal nicht mehr ganz so nach Baustelle. Das wird ja auch passieren. Ja, okay, cool. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an und dann hoffe ich mal, dass wir Stück für Stück mal die Liste mal ein bisschen abarbeiten können. Ja. Das hört sich gut an. Ja, oder immer noch Einwände. Nee, ich finde, es ist ein guter Ablauf. Gut, dann starten wir damit erstmal. Perfekt. Ich nehme auch so an. Wir gucken, wo das Loch ist, schneiden im Prinzip nur das Loch rein. Ja, schieben wir von genau oben durch. Der Größe hier. Ja, genau. Dann schieben, oder vielleicht ein bisschen größer, ist ja völlig egal. Ja, so, ja. Dann schieben wir den nach oben durch, ne? Genau auf die Position. Gucken dann, wo wir dann uns befinden in der Karosserie. Machen dann die Bleche dran, punkten wir einmal dran. Okay. Wir machen einen als Entlüftung und einen machen wir als Rücklauf. Markus sagte, die pumpen ja auch so eine Seite, ne?
Wäre es noch nicht sinnvoller, wenn man die Pumpe in Fließrichtung hier Nee, also der Tank sitzt später, das ist Fahrtrichtung, das nach hinten ist, wenn du Gas gibst, dass natürlich mal alles nach hinten kommt. Ah, okay, ja. Und ich hatte vor, dass wir eigentlich dann rübergehen auf die andere Seite, weil da kommt dann ja der Batteriekasten hin. Der sitzt dann ja auch ungefähr auf der gleichen Höhe und dann können wir rechts und links jeweils 2 Pumpen dran machen. Dann hast du immer eine Paarung. Weil ich will ja, genau, weil der ist ja wahrscheinlich schwerer als die andere Seite. Müssen wir mal wiegen, Ja. weiß ich gar nicht. Wie viel hat der nochmal? Ich sag mal so, und selbst wenn der schwerer ist als der, dann machen wir das halt, dass wir hier einen Halter dran machen und machen da die Pumpen dran. Das sah bestimmt cool aus mit hier so zwei. Ja, Die zwei müssen Leitern wir ja nur die Filter dann setzen und dann hinten irgendwo die Pumpen. Ja, genau. Ja gut, aber das würde ich erstmal so Also als im erstes Auto müssen wir sowieso erstmal positionieren Tank und so. Ja, Tankpositionierung ist erstmal das A und O, weil ja, Du willst das gleich direkt schweißen schon, ne? Machst du jetzt gleich, ne? Dann müsst ihr erstmal ein Loch in die Das Karosserie machen. nachher direkt schweißen, das Ja, dauert noch also einen wir Moment. waren ja schon fertig jetzt hier. Dann müssen wir mal gucken wegen Anschlüssen und so und Schlauchdicke, was wir dann jetzt nehmen. Ob wir bei den Anschlüssen bleiben oder ob wir die rausmachen. Ich glaube, wir nehmen die raus, weil ich finde der ist eigentlich scheiße. Also ich würde eigentlich schon lieber ein paar Edelstahlanschlüsse reinmachen. Oder Stahlanschlüsse. Also irgendwas, was wir aus dem Hydraulik laden kann, was metrisches, was vernünftiges. Hauptsache nicht Alu. Ich finde Alu einfach scheiße. Alu-Anschlüsse einfach Dreck. allerdings von innen verschweißt. Die sind von innen verschweißt. Ja, dann müssen wir halt aufbauen. Erst abschneiden, dann ein bisschen aufbauen und dann einen neuen Anschluss reinschneiden. Ist die Frage, ob wir sowieso den Schwamm da drin lassen. Wir brauchen den sowieso nicht, dass er sich auflöst. Ich weiß nicht, ob der das Ethanol verträgt, weil da stand ja auch schon was drauf von kein Methanol, kein Wasser. Alkohol. Ja, auch Methanol. Gute Idee. So. Ist durch? Ja. Na, das ist aber ein bisschen sehr stark. ein bisschen sehr stark, Herr von und zu. Ich glaube, ich muss mit der anderen Flex die Ecke. Ja, musst du richtig wegschneiden, ne? Wir kommen dem Ziel näher, ne? Jo, das fehlt nicht viel. Ich glaube, ich nehme die war hier hinten ein bisschen weg, oder? Ja. Das sieht schön aus. Ja, okay. Danke. Überlegung, ob wir die Blech oder den Tank mit dem Auto komplett verschrauben oder ob wir die Bleche einfach dran schweißen und nur das Blech mit dem Auto verschrauben oder ob du halt ein neues Blech machst, wie so ein U-Profil halt, ne? Dass du das Blech nochmal mit dem Tank verschraubst. Den 4 Dreiecken, die da am Tank dran sind. Ach so. Weißt du, irgendwie eine Buchse, Hulse dazwischen setzen oder sowas. Und auf der anderen Seite müsstest du dann wahrscheinlich hier irgendwie noch eine Strebe oder sowas zwischen machen. Und Ja, man könnte im Prinzip diese lange Hülsen machen. Aber ja, ob das lohnt, ist halt die Frage. ist halt auch wieder schwer, wenn du jetzt ja wieder 4 so dicke Hülsen reinknallst, müssen dann ja schon das Edelstahl oder so sein. Ja, ist ja so. Ja, stimmt schon, ja. Und dann musst du das lange Blech nochmal irgendwie versteifen. Musst du wahrscheinlich noch wie so ein Dreieck noch so machen. Boah, schwer zu sagen, geht schwer zu sagen. Beziehungsweise das war so das Hauptthema, dass wenn du das halt komplett verschraubst, dann kannst du das ja ausrichten, wie du willst halt. Ne? Das ist auf jeden Fall gerade und du kannst halt Winkel einstellen, wie du willst, als wenn du es einmal fest verschweißt. Das war so die Idee, weißt du? Ja. Auf der anderen Seite, dann brauchen wir die wieder neu, dann brauchst du Ja, fängt auch die wieder Buchsen mit neu, an. dann steckst du halt nochmal bei. Ich glaube, ich würde gucken, dass wir die einfachste Lösung machen. Dass wir im Prinzip vielleicht das Blech noch ein bisschen klopfen, dass wir die beiden Seiten gerade haben. Da muss ja nicht hundertprozentig gerade sein. Ist ja völlig glatt. Wenn wir das verschrauben, zieht sich das sowieso wieder hoch. Wir machen das am simpelsten einfach mit dem von oben. Also glaube ich zumindest. Oder machen wir das lieber von oben, ja, ne? Die abschneiden. Müssen wir gucken, ob wir den durchbekommen mit Kippen.
Oder durch halt das noch Loch mal was. von oben. Oder theoretisch können wir auch hier ein Stück in der Karosserie quasi hier für extra was wegnehmen. Oder ist das? Ja, also ich fände es schöner, wenn wir den von oben reinstecken. Dass die Bleche Ja. quasi oben auf der Karosse drauf liegen. Weil dann wird das auch nochmal den Halbkreis klar. ver- Ich weiß schon, was du meinst. Weil wir können den Tank auch durchstecken, obwohl du musst ihn auch durchschmeißen. Das kannst du auch Nee, schmeißen im Auto. Ja, nee, da müsst ihr die auf jeden Fall abmachen, klar. Und dann hier Also ich finde es unschön, wenn ich die von unten reinstecke und dann von oben. Nee, auf ist schon richtig. Ich hätte auch lieber definitiv oben die glatte Genau. Fläche. Ja. Schön in den Tank reingeflext. Oh nein! Wieder fest. Also Sonst im Groben und Ganzen ist das eigentlich schon echt geil. Ja, und den Rest, das dengeln wir von unten ein bisschen nach, dann verschrauben wir das. Und ich meine ja nur, da kommen ja auch noch die Gummiplatten ja auch noch drunter. Ne? Ich glaube, wir haben noch so Ladungssicherungsmatten. Das wird perfekt. Ja. Die schneiden wir uns zu, ein bisschen kleiner als die, damit die keinen Überstand haben. Fertig. So, dann Teil 1 abgehakt. Ja? So, also Tank ist jetzt zum Glück endlich drin. Ein paar andere Sachen haben wir noch vorbereitet. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, lasst ein Abo da.